Ja. Das recurring Theme ist schleppen, 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 stapeln, stapeln, stapeln. So ganz leicht. Eigentlich ist Konzerte spielen so 90% Zeug herumschleppen. Es ist ungefähr 1% auf der Bühne stehen und rocken und 99% Zeug herumzahlen. Unglaubliche Logistiker nach Band. Ja. Ein großer Bestandteil des Tourlebens ist es, also generell des Live- und Bandlebens ist es, auf die Konzerte zu fahren. Am besten man hat einen tollen Bus, mit dem man viel Stauraum hat. Zurzeit haben schon 2 Personen, nämlich da ist die Petra, die Bassistin. Guten Tag, sagen Sie was zu meinem TV? Tag, Gießkontrolle. Und als nächsten Teilnehmer. Yes. Diese schönen, wunderschönen Klassenfahrten. Mhm, ja genau, das ist der Markus, Mr. Ekliptiker und Gitarrist und sowieso alles irgendwie. Fahrer. Und hier kommt der Mr. Back to the Future, genau, der Tom, der Frontman und ja natürlich der Sänger der Band. Der stilecht und sehr Back to the Future. so. Also du filmst. Allen! Guten Tag! Metal. Nee, der zweite Gitarrist von Ekliptiker stoßt nun zur Reisegruppe. So, jetzt sind wir schon fast komplett. Sind wir schon fast dabei. So, und nun ist die Bande fast komplett. So, Sandra, guten Tag! Hallo! Hallo! Die Frontfrau! Stellt euch mal zusammen, jetzt zwei. So. Und die andere Frontfrau. So. Tommy und Sandra, die Gesangsfront von Ekliptiker. So. Ja, du hast ihn Du hörst, was ist der Text? Sag den Text. Ja, das reicht schon wieder. Robert, unser Schlagzeuger, fehlt, der fährt selbst hin. Also, der fehlt. Gut, wenn wir jetzt Verpflegung kaufen zum Biller und dann sind wir schon am Weg nach Velden. Schnell zum Villa? Ja. Gemütlich. Finally on the road! Ich habe gerade ziemlich schneiden müssen. Und es war ziemlich viel leider. So, wir sind zwar nur in Wien, aber es ist jetzt einmal, der Anfang ist getan. Die Bande ist fast komplett. Weil wir glauben, dass sie die Lokale irgendwie konkurrieren, weil sonst hätten sie sonst Akkus fort. Konzert und dann sperren wir so in die Szene. Wir haben ja schon die Notverpflegung. Wir sind ja schließlich schon mindestens 2 Stunden unterwegs. Ja, ich meine, die Bier kommen dann am Abend. Ja, oh mein Gott, da hinten ist Schnee. Irgendwo. Das ist der Black Cage Tourbus, der Nightliner. Mit unseren Tourkollegen von Black Cage. Da sieht man schon in weiter Ferne den Rhein. So, wir stoßen jetzt zu der Black Cage. Ist gut? Ja. Grüß dich. Servus. Wir haben uns schon gewundert, warum der Jackie noch nicht la ist. So, alles gut. Hallo! Nein, Das ist so die verdächtige Otterkringer-Form. die Otterkringer schon. Ein Motel am Wörthersee. Ja, wir haben gerade die ersten Tourprobleme, nämlich Schöne Wagen. Und was erinnert dich das?
M8 Zimmer bucht, aber noch eine Buchungsbestätigung und das Ganze ist jetzt ein bisschen... Erst gehst ins Casino. Ja, ein bisschen stressig. Jetzt Jetzt haben wir das Hotel hast also 24 Stunden, aber wahrscheinlich ist es die Dauer, das braucht, bis man eincheckt hat. 24. Achso, das ist der Automaten, oder wie? Das ist die Rezeption. Da stehen ganz alle und warten. Wir wollen alle duschen gehen, die Glasdusche. Ja, jetzt wo sie es gesehen haben. Ja, Bitte, bitte duschen. Für Zimmernummer. Dann. Hey, 302. Wollen wir tauschen? Ich habe aber schon Tom gegeben. Verdammt, Alter, hey, ich will tauschen. Nein, das spiele ich da. 0. Nein, 7. Also, da gibt mir jetzt mal die Buchungsnummer. Firmenadresse. Firmenadresse vom Chef. Name des Gastes. Chef, schreib Chef an. Chef. So, Kreditkarten. Die Kreditkarten, die glüht schon, die Kreditkarten. Ja, ja, aber als Rockstars ist ja kein Problem. Ja, wenn sie überhaupt nicht mehr mitzählt, bei wie viel wir sind. 303, Alter! 303, Alter, jetzt kommen die leibenden Nummern. Verdammt, Alter! Warte nur einmal! Aber warte, es gehört ja noch eins für den Roman, oder? Weil der kann es ja nicht wehren, das ist nicht dran. Wenn jetzt 304. Das war 5. So. Aber ist das jetzt das letzte, oder was? Ich hoffe. Chef, völlig erledigt, Alter. Wir haben nicht einmal nur irgendwas gemacht, wird dann nur eincheckt. Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, Achtung, sie kommt, sie kommt! 205. Inzwischen ist auch der Roman Taucher da. Guten Tag, guten Tag. So, Ich bin ein bisschen überrascht, ob des Schlüssels, der in Papierform ja, das ist ein war. Passwort, ne? Ah, ja, genau. Ja. Na gut, da gehen wir jetzt mal die Zimmer beziehen. Yeah, yeah. Das kann sich sehen lassen. Das sind so richtig Rock'n'Roll-Unterhaltungen. Eine Proviant will man nämlich auch gleich mitnehmen. Ah ja, die Drogen, die harten Rockstar-Drogen. Proviant. Ah ja, jetzt. Felden. Am Wörthersee. Felden am Wörthersee. Man sieht jetzt leider nirgends Der See. der See, So, das war's. wie schon mehrmals erwähnt wurde. Also dieses besteht ein Großteil des Tourlebens aus Warten auf andere Leute, die nicht dahergreifen. Die Büste haben wir eingesteckt. Ich hab sie. Passt, und los geht's zum Bluesiana. Wirklich? Ja. So, jetzt sind wir angelangt beim Bluesiana in Felden. Bitte wunder... Das ist also richtig so. Also eigentlich ist da drin ist. Hallo! Ja, grüß Gott! Hallo! Hallo, Christian! Hallo, servus, hallo. 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 Servus. So. Hallo. Servus. Thomas. Und da sollte man auch sagen, die Rockmusiker sind keine freundlichen Menschen. Ja. Ja, das ist immer diese spannende Phase, gerade wenn man frisch wo eintrifft bei einer Location, noch keine Leute kennt, alle gerissen haben, man vergisst sofort wieder, wen man getroffen hat. Und man schaut den Menschen beim Schleppen zu, weil man selbst der Kameramann ist. Wie schon das ein oder andere Mal erwähnt, besteht ein großer Teil des Tour- und Live-Lebens aus Schleppen, Herumräumen, Zeug ausrahmen und Schlichten. Tetris-Erfahrung ist von großem Vorteil. Okay, Eine Gitarrenbox. Eine Gitarrenbox. aber was ist mit der Verfelden, die wir holen müssen, Verfelden? Nein, das war das gewesen.
Anscheinend haben wir jetzt doch nur Die haben wir Gitarrenboxen und 2 Bassboxen mitgenommen. Anscheinend haben wir jetzt doch nur eine Box. Dann müssen wir es umtauschen fahren, weil wir brauchen ja 2 Gitarrenboxen. Also es ist immer ein interessanter Faktor auf Konzerten, vor allem wenn man nicht genau weiß, was man dort erwartet an Technik, dass dann plötzlich irgendwas schief geht, nicht vorhanden ist, nicht vor Ort ist und dann muss man natürlich improvisieren, wie zum Beispiel. Vor allem das Geile ist, es ändert sich so im 5-Minuten-Takt. Also, wir haben eine Buchse, wir haben keine Buchse, wir haben eine Buchse, wir haben keine Buchse. Dafür ist irgendwo hinter uns der See. Genau, da hinten müsste schon irgendwo der See sein. Wir konnten, während die anderen hackeln, konnten wir schon ein bisschen zum See gehen, oder? Spazieren gehen. Genau. Wenn wir zurückkommen, ist sicher alles erledigt, alles perfekt gespült, pfeift. Inzwischen ist auch schon der Herr Taucher angekommen. Dr. Taucher, bitte ordinieren. Dr. Taucher, bitte ordinieren. Da machen wir so was Ähnliches wie Schleppen. Gegen Hundertbusser. Hauptsache kühlt. Na Foto. Bitte Ja, jeder noch, Spezialauftrag, bitte. bitte jeder noch ein Kreuz. Ich hoffe, also, ja, nicht. Ja, ja. Der Markus ist da drinnen, Wow, Magic. Klagenfurt ist das? ja? Das ist ein Klagenfurt. Das sind nur mehr 3-4 Stunden da, das kannst du nicht. Freilich, bist du gewohnt? Da wartet. Hier schraubt der Chef noch selbst, gell? Ja. Ja, so eine Bühne kann ganz schön eng sein, vor allem wenn ein Typ mit einer Kamera herumrennt, der sich selber filmt. Da muss ich natürlich auch gleich mit dem nächsten Vorurteil aufräumen. Sogar eine Weltklasse-Band wie Ecliptica muss er Equipment nur selbst aufbauen. Der Allen hat normalerweise sogar einen eigenen Tech-Beauftragten dabei, der die harte Arbeit abnimmt. Aber der hat unser Tourbudget gesprengt. Kann ich alles nicht. Ist egal, nicht. Spiel, was du kannst. Ja, eben. Kann ja nichts. Kann ja nichts. Was die Herren und Damen da jetzt gerade machen, nennt sich Soundcheck. Das heißt, bevor das Konzert losgeht, muss immer getestet werden, ob die Technik überhaupt funktioniert, ob die Gitarren und die Instrumente alle laut genug sind, ob sie die Musik auf der Bühne selbst gut hören. Und darum gibt es einen Soundcheck, quasi ein technischer Check. Also mal das aufbauen, anschließend checken und wenn sich die Musiker dann wohlfühlen auf der Bühne, dann dann gehen wir von der Bühne, die nächsten Bands machen dann eine Checks und letztendlich kann dann das Konzert starten und alle sind glücklich. Juhu! Für mich ist es einmal okay. Wir müssen so tun, als ob aber so, quasi so. Ja, ohne. 3, 2, 1, dann sie alle jubeln und dann von der irgendeinen Schatz zum Redner. 3, 2, 1. Liebe Leute,
wieder auf den billigen Plätzen zu Hause. Wir sind heute in Velden. Nächste Woche, das Highlight der Tour, sind wir in Wien im Replugged am 29. am Samstag. Wir freuen uns auf euch. Yeah! Hier übt die Band gerade spontan gemeinsamen Song, den sie vielleicht als Zugabe spielen. Ja, da will die Künstler aber nicht weiter stören und schleich mich wieder. Da ist das Publikum Hardstyle. Es ist immer diese Anspannung kurz vorm Auftritt, so die andere Band. Man dann die Roadies und Manager und Musiker werden. So, ja, Herr Thomas, schon im, Thomas den Schauen, genau. Das ist ja wie ist die Stimmung so kurz vorm Auftritt? Super wie immer, Stimmung ist sensationell. Nervös? Nervös, ja, es wird immer besser mit der Zeit, aber wir freuen uns wahnsinnig auf die Bühne. Ja, das ist immer diese Magie kurz vor dem Auftritt. Wie aufgeregt bist du schon? Thomas, du schon? Noch gar nicht. Geil. Und? Thomas, du schon? Wie aufgeregt sind wir? Ich habe zuerst mich hergerichtet, jetzt richte ich meine Gitarre her. Es ist Wie ist die Stimmung vom Konzert? Wahnsinn, wir sind bereit. Wir wurden bereit geboren. Wir wurden bereit geboren. So, guten Morgen. Der Tag nach dem Konzert. Ja, gestern auf Nacht war es zu finster, um das Ganze noch beim Einräumen zu filmen, weil es war das ganze Equipment hat ja wieder reingeräumt gehört in den Bus, weg von der Bühne, rein in den Bus. Ja, und meine Akkus waren leer. Also ja, das war der erste Tag des Tourwochenendes. Jetzt beginnt der zweite Tag. Jetzt werden wir gleich das Hotelzimmer wieder verlassen und Richtung Graz fahren, um dort im Vakuum zu spielen. Das heißt, das ganze Spiel für heute eigentlich nur mit anderen Rahmenbedingungen. Also andere Location, anderer Opener-Band, andere Techniker und andere Herausforderungen. Okay, viel Spaß! Ja, kurz vor Graz, 6 Kilometer noch. Die Herrschaften sind ein bisschen miert für gestern. So, inzwischen sind wir beim Vakuum angelangt in Graz. Das sieht man im Hintergrund. Und wie immer logistische Herausforderungen. Merchandise! Passt! Vocals? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can fly. Work for my daddy-o. Work for my daddy-o. There's whiskey in the jar-o. Applaus!
Ding ist vorbei. Und das ist jetzt dann immer das berühmte Abbauen. Alles wird abgebaut. Die Glorie des Konzerts ist vorbei. Beinhard, alles wird zerlegt. Ja. Roman? Wie war's? Wahnsinn, ekstatisch, super war's. Wir kommen wieder. Graz war geil. Ja. Graz war Wahnsinn. Danke. Mischa hat auch seinen Job sehr geil erledigt, toller Sound, super reagiert, alles perfekt gewesen. Jetzt wird wieder den sogenannten Merch-Stand. Noch betreuen, also wenn noch Leute CDs kaufen wollen oder T-Shirts, dann kommen sie zu mir und ich verkaufe ihnen dann ein paar. Das ist eine gute Einnahmequelle. Ja, aber ich werde jetzt dann auch mithelfen müssen, den ganzen Schatz wieder hinunterzuräumen in den Bus und dann werden wir ins Hotel fahren und das Tourwochenende beenden. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt fällt mir gleich die linke Hand an, weil so eine Spiegelreflexkamera hat ganz schön Gewicht.